Hello again, our wonderful friends Hallo noch einmal an unsere wunderbaren Freunde, that are allowing us to serve them. die uns erlauben, ihnen zu dienen. You are kind people. Ihr seid nette Leute. All right, let's look at the next verse 30. Schauen wir uns den nächsten Vers an, Vers 30. For it is not from man that we draw our life, but from God as we are being joined to Jesus. Denn wir schöpfen unser Leben nicht aus Menschen, sondern aus Gott, da wir mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden sind. Look at this. Schau dir das an. It is not from man that we draw our life. Nicht aus Menschen schöpfen wir unser Leben. Oh my goodness, how many Christians draw their life from other men? Du, meine Güte, wie viele Christen schöpfen ihr Leben aus anderen Menschen? If I can be close to this man, Wenn ich diesem Mann nahe sein könnte, if I can be close to this man of God, wenn ich in der Nähe dieses Mannes Gottes sein könnte, if this man could lay hands on me, wenn dieser Mann mir die Hände auflegen könnte, that was the problem there. I'm of Paul. No, I'm of Apollos. genau das war hier das Problem. Ich gehöre zu Paulus, nein, ich gehöre zu Apollos. And Paul is telling them, you do not draw your life from anybody else, only from God. Und Paulus sagt ihnen, ihr schöpft euer Leben nicht aus jemand anderem, sondern aus Gott. You know, I've learned to put absolutely no trust and confidence in men. Ich habe gelernt, absolut kein Vertrauen in Menschen zu setzen. I love the people who God has put on my team. Ich liebe die Menschen, die Gott in mein Team gestellt hat. And I love to work with them. Und ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten. It's a beautiful adventure and a lot of fun. Es ist ein schönes Abenteuer und macht eine Menge Spaß. And it's really just pleasure. Es macht mir wirklich einfach nur Spaß. But I do not put my confidence in them. Aber ich setze mein Vertrauen nicht in sie. Because all of my life comes from God through being joined with Jesus Christ. Denn mein ganzes Leben kommt von Gott, weil ich mit Jesus Christus verbunden bin. You know, the moment I make my life dependent on what man can give to me, I'm in trouble. Ich weiß, sobald ich mein Leben von dem abhängig mache, was Menschen mir geben können, bin ich in Schwierigkeiten. And yet people do that all the time. Und doch tun die Menschen das ständig. Look how Paul continues to say here. Schau mal, was Paulus weiter sagt. He says, and how he is our God-given wisdom. Und nun ist er unsere von Gott gegebene Weisheit. It's very interesting. Das ist sehr interessant. This talks about Jesus. Hier spricht er von Jesus. We could talk for a long time about this, but we won't. Wir könnten noch lange darüber reden, aber das werden wir nicht. Because we've talked in other teachings already about that. Denn wir haben schon in anderen Lektionen darüber gelehrt. So what he said. Also schau. Paul is saying that my God-given wisdom is a person, and that's Jesus. Paulus sagt, dass seine von Gott gegebene Weisheit eine Person ist und das ist Jesus. So if you live connected and close to Jesus, you always have wisdom. Wenn du also mit Jesus verbunden und ihm nahe bist, hast du immer Weisheit. But he also says he's our virtue. Aber er sagt auch, er ist unsere Tugend, He's our holiness and our redemption. unsere Heiligkeit und unsere Erlösung. Look, Schau, Jesus is our everything. Jesus ist unser Ein und Alles. Can I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? If you don't find it in Jesus, you're not going to find it anywhere else either. Wenn du es nicht in Jesus findest, wirst du es auch nirgendwo anders finden. How so many people are trying to find so many things in so many places. So viele Menschen versuchen, so viele Dinge an so vielen Orten zu finden. They're trying to find wisdom in what they've learned. Sie versuchen, die Weisheit in dem zu finden, was sie gelernt haben. But Jesus is my wisdom. Aber Jesus ist meine Weisheit. They're trying to find virtue in what they can do. Sie versuchen, Tugend zu finden in dem, was sie tun können. But Jesus is my virtue. Aber Jesus ist meine Tugend. They're trying to find holiness in their good actions, their good works. Sie versuchen Heiligkeit durch ihre guten Taten und ihre guten Werke zu erlangen. But your good works will never make you holy. Aber deine guten Werke werden dich niemals heilig machen. Because it's a person that has become your holiness. Denn es ist eine Person, die zu deiner Heiligkeit geworden ist. And that same person has become your redemption too. Und diese Person ist auch zu deiner Erlösung geworden. My friend, Meine Freunde, I hope that God can somehow use me ich hoffe, dass Gott mich irgendwie benutzen kann, to bring you, all of those who are listening to this place, um euch alle, die ihr zuhört, an diesen Ort zu bringen, where Jesus alone is absolutely everything to you. an dem Jesus allein absolut alles für euch ist. Look, Schau, Paul then concludes in verse 31. Paulus kommt dann in Vers 31 zur Schlussfolgerung.
He says, and this fulfills what is written. Und damit erfüllt sich, was geschrieben steht. So what is he saying when he says this fulfills? Was will er damit sagen, wenn er sagt, damit erfüllt sich? That God has given us everything in Jesus and nothing in people. Dass Gott uns alles in Jesus gegeben hat und nichts in Menschen. And in this, here is what's being fulfilled. Darin liegt die Erfüllung. If anyone boasts, let him boast in all that the Lord has done. Wenn sich jemand rühmt, so soll er sich nur dessen rühmen, was der Herr getan hat. Oh my goodness, my friends! Ach du meine Güte, meine Freunde! If we would only learn to live like this, Wenn wir nur lernen würden, so zu leben, all day long we would walk around boasting in the great things that the Lord has done. wir würden den ganzen Tag lang herumlaufen und uns der großen Dinge rühmen, die der Herr getan hat. And we would never boast in anything that we have done for Him. Wir würden uns niemals mit etwas prahlen, das wir für ihn getan haben. You know, there's something so beautiful when God can use surrendered people. Es ist etwas Wunderschönes, wenn Gott Menschen, die sich ihm hingeben, gebrauchen kann. When God just takes somebody and says, let me flow through you with my wisdom and my power. Wenn Gott jemand nimmt und sagt, lass mich mit meiner Weisheit und meiner Kraft durch dich hindurchfließen. When God takes somebody and says, let my holiness be seen through you. Wenn Gott jemanden nimmt und sagt, lass meine Heiligkeit durch dich sichtbar werden. This is something so special because God gets so much glory in that. Das ist etwas ganz Besonderes, weil Gott dadurch so viel Ehre bekommt. So I'm totally sure Ich bin mir ganz sicher, that in this great and powerful move of God, the last harvest that God has given us, dass in dieser großen und mächtigen Bewegung Gottes, der letzten Ernte, die Gott uns geschenkt hat, that His name will be lifted up so high and He will get so much glory. sein Name so hoch erhoben wird, dass er so viel Ruhm bekommt. And every man who will try to put himself up high and try to bring glory to his own name will fall down. Und jeder Mensch, der versucht, sich selbst hochzustellen und seinen eigenen Namen Ruhm zu bringen, zu Fall kommt. So we have to come to this place Wir müssen also an diesen Punkt kommen, where He becomes absolutely everything for us. an dem er alles für uns ist. When He is everything, Wenn er alles ist, then He will be glorified every place we go. wird er überall, wo wir hingehen, verherrlicht werden. Yay! We finished chapter 1. Yay, wir haben Kapitel 1 abgeschlossen. I am so happy. Ich bin so glücklich. I hope so are you. Und ich hoffe, ihr seid es auch. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.